Teil 1. Sie hören 3 Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es 2 Aufgaben. Ist die Aussage dazu richtig oder falsch und welche Antwort A, B oder C passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 22 bis 27 auf dem Antwortbogen. Sie hören die Gespräche einmal. Nummer 22 und 23. Guten Morgen, schön, dass Sie alle da sind. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Wir sollten heute die Planung für die nächste interne Schulung konkretisieren. Gut. Gibt es schon ein fixes Datum? Noch nicht endgültig. 2 Daten stehen im Raum, entweder der 15. oder der 22. Mai. Die Geschäftsführung will uns bis Ende der Woche Bescheid geben. Und der Veranstaltungsort? Bleiben wir hier im Haus? Der große Seminarraum ist schon reserviert, aber falls die Gruppe größer wird als erwartet, müssten wir eventuell auf ein Hotel ausweichen. Dann wäre es sinnvoll, parallel nach Alternativen zu schauen. Soll ich Angebote von 2, 3 Tagungshotels einholen? Ja, machen Sie das bitte. Und inhaltlich? Was steht schon fest? Der Einführungsteil ist sicher. Herr Schmidt übernimmt den Vortrag zu aktuellen Projekten. Gut. Und für den zweiten Block? Da gibt es noch keine Entscheidung. Entweder laden wir eine externe Trainerin ein oder wir lassen 2 Kollegen aus dem IT-Team etwas vorbereiten. Ich erinnere mich, dass beim letzten Mal die Pausen etwas chaotisch waren. Wie regeln wir das diesmal? Ich bestelle Snacks und Getränke beim Lieferdienst. Das ist unkompliziert. Danke. Dann fehlt nur noch die Teilnehmerliste. Die übernehme ich. Ich schicke eine Einladung herum und die Kolleginnen und Kollegen können sich eintragen. Prima. Damit sind die wichtigsten Punkte verteilt. Sobald der Termin bestätigt ist, können wir die Details endgültig festlegen. Nummer 24 und 25. Dina, wir müssen uns dringend die aktuellen Verkaufszahlen anschauen. Ja, Herr Braun. Die Entwicklung ist in den letzten Monaten nicht zufriedenstellend. Woran könnte das liegen? Haben Sie schon eine Analyse gemacht? Mir ist aufgefallen, dass ein Mitbewerber sehr stark auf den Markt drängt. Zum Beispiel Fitwear bietet ähnliche Produkte, aber deutlich günstiger an. Preislich können wir da nicht mithalten. Unsere Qualität ist schließlich höher. Das stimmt, aber die Konkurrenz macht sehr aggressive Werbung. In den sozialen Medien sind sie ständig präsent und überall hängen ihre Plakate. Wir setzen bislang fast nur auf unsere Stammkundschaft. Vielleicht reicht das nicht mehr. Genau. Wir sollten unsere Marke stärker hervorheben. Zum Beispiel mit einer Kampagne, die auf Nachhaltigkeit und faire Arbeitsbedingungen setzt. Das klingt sinnvoll. Außerdem halte ich es für wichtig, dass unser Verkaufsteam besser geschult wird, damit es überzeugender argumentieren kann. Ich könnte einen Vorschlag für eine Werbestrategie ausarbeiten. Ja, bitte. Wenn möglich, hätte ich den Entwurf bis zum Ende des Monats. Dann können wir schnell reagieren. Nummer 26 und 27. Hallo Martin, hast du kurz Zeit? Klar, Lea, was gibt es? Es gibt ein Problem mit unserem Termin bei der Firma GreenTech. Wir wollten doch nächste Woche nach Hamburg fahren. Ja, genau. Alles war schon vorbereitet. Was ist passiert? Die Firma Solaron aus Italien hat sich ganz spontan für denselben Tag angekündigt. Sie sind nur wenige Tage in Deutschland und möchten unbedingt ein Treffen. Oh, das klingt wichtig. Aber GreenTech ist auch ein zentraler Partner für uns. Die Reise nach Hamburg ist seit Wochen geplant. Eben. Die Tickets sind gebucht und die Zimmer im Hotel ebenfalls. Alles abzusagen wäre schade. Ich sehe das. Aber ich möchte das Gespräch mit Solaron wirklich selbst führen.
Sie sind für die nächsten Projekte entscheidend. Dann machen wir es vielleicht so. Ich fahre nach Hamburg zu GreenTech und du bleibst hier und triffst dich mit Solaron. Das könnte gehen. Aber eigentlich wollte ich, dass du bei Solaron dabei bist, wegen deiner Sprachkenntnisse. Verstehe. Dann könnte Thomas dich bei dem Treffen mit Solaron unterstützen. Er kennt die Projekte sehr gut und spricht auch ausgezeichnet Englisch. Ja, gute Idee. Dann haben wir beide Termine abgedeckt. Ende des Tests hören Teil 1. Teil 2. Sie hören 4 Gespräche. Welcher der Sätze A bis F passt am besten zu welchem Gespräch? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 28 bis 31 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Sätze A bis F. Dazu haben Sie 1 Minute Zeit. Danach hören Sie die Gespräche einmal. Nummer 28. Hast du schon mitbekommen, dass unsere Abteilung ab Oktober auf Kurzarbeit umgestellt wird? Ja, das hat mich echt getroffen. Das heißt ja, wir bekommen weniger Gehalt, oder? Genau, ungefähr 20% weniger. Manche Kollegen sagen, sie könnten das kaum stemmen, weil die Miete und die Kredite ja gleich bleiben. Ich habe sogar gehört, dass sich einige schon nach einem Minijob umsehen, um die Differenz auszugleichen. Kein Wunder. Es ist zwar gut, dass die Firma mit Kurzarbeit Entlassungen vermeiden will, aber finanziell ist das für viele ein großes Problem. Ja, das stimmt. Es bleibt einem fast nichts anderes übrig, als nebenbei noch etwas zu verdienen. Nummer 29. Diese Woche war wirklich hart. Ich habe an 3 Abenden noch 2 Stunden länger gearbeitet. Oh je, das klingt anstrengend. Warum machst du das? Natürlich ist es viel Arbeit, aber ehrlich gesagt nehme ich die Überstunden auch gern mit, denn am Monatsende ist das ein ordentlicher Zuschlag. Klar, finanziell lohnt es sich, aber es geht ja auch auf die Gesundheit. Immer so lange zu arbeiten macht auf Dauer müde und unzufrieden. Stimmt, aber ich sehe das als Investition. Das Extrageld brauche ich momentan. Und manchmal denkt man ja auch, dass die Chefs es positiv sehen, wenn man länger bleibt. Vielleicht. Aber am Ende ist es wichtiger, ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit zu haben. Nummer 30. Mein Vater ist seit einem Jahr offiziell in Rente, aber er hat sich entschieden, weiterhin ein paar Tage die Woche in seiner alten Firma auszuhelfen. Ach wirklich? Ich dachte, er wollte sich endlich mehr auf seine Hobbys konzentrieren. Wollte er auch, aber er meinte, dass er sich ohne Arbeit nutzlos fühlt. Außerdem genießt er den Kontakt zu den Kollegen und freut sich über das zusätzliche Geld. Das kann ich gut verstehen. Viele Rentner sagen, sie wollen nicht komplett zu Hause bleiben, sondern aktiv bleiben und ihre Erfahrung weitergeben. Genau. Er sagt auch, dass es ihm körperlich und geistig gut tut, regelmäßig Aufgaben zu haben. Reisen kann er ja trotzdem noch, nur eben nicht die ganze Zeit. Klingt nach einer guten Lösung. Nummer 31.
Ich habe den Eindruck, dass bei uns in der Firma lange Arbeitszeiten fast als selbstverständlich gelten. Wer pünktlich nach Hause geht, wird manchmal sogar schief angesehen. Ja, das habe ich auch bemerkt. Viele glauben, dass lange Arbeitszeit gleichbedeutend mit Engagement ist. Aber das ist doch Unsinn. Wenn man ständig Überstunden macht, leidet die Gesundheit. Ich merke es selbst. Kopfschmerzen, Müdigkeit, kaum Zeit für Freunde. Genau. Irgendwann brennt man völlig aus. Man sollte wirklich mehr darauf achten, Pausen einzulegen und auch Freizeit zu genießen. Am besten wäre es, wenn die Führungskräfte klar sagen würden, dass Leistung nicht nur in der Anzahl der Stunden gemessen wird. Richtig. Nur so kann man Beruf und Privatleben im Gleichgewicht halten. Sonst funktioniert es langfristig nicht. Ende des Tests hören Teil 2. Teil 3. Sie hören gleich eine Präsentation. Dazu gibt es 4 Aufgaben. Welche Lösung A, B oder C passt jeweils am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 32 bis 35 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben. Dazu haben Sie 1 Minute Zeit. Danach hören Sie die Präsentation einmal. Guten Tag zusammen, schön, dass Sie da sind. In unserer Firma haben sich in letzter Zeit einige Regelungen geändert und ich möchte Ihnen heute erklären, was genau auf uns zukommt. Gleichzeitig interessiert mich natürlich auch Ihre Meinung. Ich beginne mit dem Thema Schichtarbeit. Viele Kolleginnen und Kollegen haben sich beschwert, dass die Dienstpläne oft sehr kurzfristig erstellt wurden. Deshalb wollen wir künftig schon 1 Monat im Voraus einen verbindlichen Plan veröffentlichen, damit Sie rechtzeitig wissen, wann Sie arbeiten und wann Sie frei haben. Außerdem möchten wir die Nachtschichten gerechter verteilen. Bisher waren manche fast jede 2. Woche in der Nachtschicht, während andere kaum betroffen waren. Heißt das, dass es dann weniger Nachtschichten gibt? Ganz ohne Nachtschichten geht es leider nicht. Unsere Produktion läuft ja rund um die Uhr. Aber wir möchten vermeiden, dass einzelne Personen dauerhaft überlastet sind. Und wir prüfen, ob zusätzliche kurze Pausen in der Nacht möglich sind. Und wie sieht es mit Schichttausch aus, wenn ich zum Beispiel plötzlich einen privaten Termin habe? Dafür richten wir ein internes Online-Tool ein. Dort können Sie Schichten untereinander tauschen, natürlich nur mit Zustimmung der jeweiligen Schichtleitung. Ein weiteres Thema betrifft die Zeitarbeitskräfte. In den letzten Monaten haben wir in Spitzenzeiten häufig externe Kolleginnen und Kollegen eingesetzt. Kurzfristig hilft das zwar, aber auf Dauer bringt es Probleme. Ständig neue Gesichter, immer wieder Einarbeitung, Unruhe in den Teams. Früher haben wir Zeitarbeitskräfte vor allem in den Urlaubszeiten eingesetzt, inzwischen aber auch in Phasen mit sehr hoher Auftragslage. Deshalb wollen wir künftig gute Zeitarbeitskräfte länger beschäftigen und, wenn sie sich bewähren, auch fest übernehmen. Gleichzeitig ist geplant, sie nicht mehr in Nachtschichten einzusetzen, weil das für viele besonders belastend ist. Werden wir also bald mehr Festangestellte haben? Ja, das ist unser Ziel, denn stabile Teams sind produktiver und langfristig sparen wir dadurch sogar Kosten. Aber Zeitarbeit ist doch flexibler. Das stimmt, aber zu viel Flexibilität führt zu Instabilität.
Wir brauchen eine gute Balance. Kommen wir zum Thema Mitarbeitende mit Kindern. Viele von ihnen haben Schwierigkeiten, Beruf und Familie zu vereinbaren. Deshalb wollen wir neue Möglichkeiten schaffen. Zum Beispiel soll es einfacher werden, kurzfristig Teilzeitphasen zu beantragen, etwa bei Krankheit eines Kindes oder bei besonderem Betreuungsbedarf. Außerdem prüfen wir, ob wir in Zusammenarbeit mit der Stadt einen Betriebskindergarten organisieren können. Kommt es wirklich schon nächstes Jahr zu einem Kindergarten hier im Haus? Ganz so schnell geht es nicht, wir sind erst in den Gesprächen. Aber wir wollen ernsthaft daran arbeiten, weil wir wissen, wie groß das Problem ist. Und wie sieht es mit Homeoffice aus, wenn Kinder Betreuung brauchen? Auch das ist vorgesehen. In Ausnahmesituationen wird Homeoffice einfacher möglich sein. Zum Schluss noch etwas zur Weiterbildung. Viele haben bemängelt, dass immer dieselben Kolleginnen und Kollegen zu Seminaren geschickt werden. Wir ändern das. Ab sofort werden alle Weiterbildungsangebote im Intranet veröffentlicht. Jede und jeder von Ihnen kann sich selbst bewerben. Zusätzlich wollen wir in den jährlichen Mitarbeitergesprächen gezielt nachfragen, wer Interesse an neuen Aufgaben oder Projekten hat. Bedeutet das, dass auch Jüngere an anspruchsvolleren Projekten teilnehmen können? Unbedingt. Verantwortung soll gerechter verteilt werden. Und was ist mit externen Kursen? Wir beginnen mit internen Programmen, aber wenn es sinnvoll ist, werden wir auch externe Angebote finanzieren. Das waren die wichtigsten Änderungen: bessere Planung bei der Schichtarbeit, stabilere Teams durch Übernahme von Zeitarbeitskräften, mehr Unterstützung für Mitarbeitende mit Kindern und gerechtere Weiterbildung. Ich weiß, dass wir damit nicht alle Probleme sofort lösen, aber wir gehen wichtige Schritte in die richtige Richtung. Jetzt bin ich gespannt auf Ihre Fragen. Ende des Tests hören Teil 3. Teil 4. Sie hören 5 telefonische Mitteilungen. Zu jeder Mitteilung gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung, A, B oder C, passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 36 bis 40 auf dem Antwortbogen. Sie hören jede Mitteilung einmal. Nummer 36. Guten Tag zusammen. Ich wollte euch informieren, dass ich für unsere Schulung am 14. und 15. Oktober im Hotel Lindenhof 3 Doppelzimmer mit Halbpension gebucht habe. Der Seminarraum Bergblick ist für beide Tage bestätigt. Allerdings habe ich noch keine Getränke für die Pausen bestellt, weil wir noch nicht entschieden haben, ob wir lieber nur Kaffee und Tee möchten oder auch Snacks dazu. Außerdem sollten wir uns überlegen, ob wir das Abendessen im Hotelrestaurant einnehmen oder ob wir gemeinsam in die Altstadt gehen wollen. Dort gibt es einige gute Lokale, aber an einem Samstagabend sind die Tische schnell vergeben. Bitte gebt mir rechtzeitig Rückmeldung, damit ich alles reservieren kann. Nummer 37. Guten Tag, hier spricht Klaus Schäfer von der Firma Westcom. Wir möchten Ihnen mitteilen, dass die Lieferung, auf die wir sehr lange gewartet haben, heute Morgen bei uns eingegangen ist. Allerdings müssen wir reklamieren. Anstelle der bestellten 24 Zoll Monitore haben wir 19 Zoll Modelle erhalten. Außerdem fehlt in den Unterlagen der Lieferschein. Können Sie bitte schnellstmöglich den Fehler beheben und uns noch heute die richtigen Monitore zusenden? Wir benötigen sie spätestens bis 17 Uhr. Nummer 38. Hallo Petra, hier ist Laura. Wir sollten noch unsere Urlaubsplanung klären. Also, ich habe Folgendes überlegt. Da ich in den ersten beiden Augustwochen ein Seminar habe, könnte ich meinen Urlaub in der zweiten Augusthälfte nehmen. Wenn du möchtest, kannst du vorher freimachen, also gleich Anfang August. Ich weiß, du wolltest lieber Mitte August wegfahren, aber vielleicht wäre Ende August für dich auch noch in Ordnung. In Italien ist das Wetter ja den ganzen Monat schön.
Falls es für dich gar nicht passt, müssen wir eine andere Lösung finden. Nummer 39. Hallo Jens, hier ist Frau Keller. Könntest du bitte morgen um 14 Uhr den Termin bei der Firma König übernehmen? Ich schaffe es nicht rechtzeitig, weil sich die Lieferung bei einem anderen Kunden verzögert hat. Es wäre super, wenn du einspringen könntest. Falls 14 Uhr für dich nicht geht, ruf bitte kurz bei der Firma an. Wichtig wäre nur, dass der Termin morgen auf jeden Fall stattfindet. Danke dir. Nummer 40. Hallo Maria, hier ist Georg. Du, stell dir vor, wir hatten gerade eine Kontrolle in der Bäckerei. Und ausgerechnet ich hatte mein Zertifikat von der Hygieneschulung nicht dabei. Kannst du es mir bitte schnell vorbeibringen? Der Kontrolleur kommt in etwa einer Stunde noch einmal und will die Unterlagen sehen. Er hat sich alles genau angesehen. Die Backöfen, die Regale, sogar die Kühlkammer. Alles war in Ordnung, nur die Temperatur im Ofen war etwas zu hoch. Wir müssen also demnächst besser darauf achten. Ende des Tests hören.